Ist eigentlich jedes Recht gleichzeitig auch moralisch richtig oder gerecht? Und wie verhalten sich Recht und Moral zueinander? Um diese spannenden Fragen der Rechtsphilosophie geht es in diesem Clip. Schauen wir uns zunächst die beiden Begriffe Recht und Moral etwas genauer an. Der Begriff Recht bezeichnet die Gesamtheit der geltenden, also vom Gesetzgeber erlassenen und vor den Gerichten angewendeten Normen. Es ist mit dieser engen Definition also nur das Positive, das staatlich gesetzte Recht gemeint. Das entsprechende Adjektiv lautet legal, also gesetzlich erlaubt, dem Gesetz entsprechend. Wenn etwas dem positiven Recht entspricht, dann ist es legal, wenn es ihm widerspricht, illegal. Der Begriff Moral hingegen bezeichnet die Werte und Normen, die ein Individuum, eine Gruppe, eine Kultur oder die Gesellschaft als Ganze allgemein anerkennt. Vereinfacht lässt sich der Begriff Moral in diesem Zusammenhang mit dem Begriff Gerechtigkeit gleichsetzen. Eine moralische Norm ist demnach eine Norm, die ein bestimmtes menschliches Verhalten als gerecht oder ungerecht bewertet und dementsprechend oder verbietet. Das entsprechende Adjektiv hier ist legitim, also moralisch erlaubt oder geboten. Man könnte auch sagen gerecht. Ist etwas moralisch erlaubt oder geboten, dann ist es legitim. Ist es moralisch falsch, dann ist es illegitim. Ein Gesetz kann zwar legal sein, aber nicht legitim. Ein Beispiel hierfür ist der § 14 Absatz 3 des Luftsicherheitsgesetzes. Dieser erlaubte den Abschuss eines von Terroristen entführten Passagierflugzeugs, sofern dieses als Waffe gegen andere Menschen eingesetzt wird. Dieses Gesetz wurde im Januar 2005 ordnungsgemäß erlassen und trat in Kraft. Es war also legal. Politisch, rechtlich und ethisch war der entsprechende Paragraph jedoch stark umstritten. Das Bundesverfassungsgericht erklärte den § 14 Absatz 3 dann im Februar 2006 für verfassungswidrig und damit nichtig. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch Handlungen geben, die zwar illegal, aber dennoch legitim sind. Zum Beispiel ziviler Ungehorsam, gewaltfreier Widerstand oder alle Widerstandshandlungen in Diktaturen. In der Zeit des Nationalsozialismus war es zum Beispiel illegal, Juden vor der SS zu verstecken. Dass dieses Handeln jedoch moralisch richtig, legitim war, wird heute kaum einer bestreiten. Auch die Afroamerikanerin Rosa Parks, die sich in den 1960er Jahren in Alabama im Bus auf einen Sitzplatz setzte, der für Weiße reserviert war, handelte illegal, aber legitim. Recht und Moral sind also nicht immer deckungsgleich. Es gibt Rechtsnormen, die moralischen Forderungen entsprechen, zum Beispiel das Tötungsverbot. Auch der Normsatz „Du sollst in Unglücksfällen Hilfe leisten" enthält sowohl eine moralische Norm als auch eine Rechtsnorm. Hier hat der Gesetzgeber eine moralische Norm zu einer rechtlichen Norm gemacht. Dann gibt es moralisch neutrale Rechtsnormen, wie zum Beispiel das Rechtsfahrgebot im Straßenverkehr. Und moralisch umstrittene Rechtsnormen, wie zum Beispiel das Embryonenschutzgesetz oder das inzwischen geänderte Luftsicherheitsgesetz. Moral- und Rechtsnormen unterscheiden sich jedoch, selbst wenn sie denselben Inhalt haben, ganz wesentlich. Einmal in der Normbegründung. Recht wird durch dazu autorisierte Institutionen wie ein Parlament oder den Gemeinderat begründet. Moral durch einen moralphilosophischen Diskurs, teilweise auch mit einem moralischen Gefühl oder religiös. Dann in der Verbindlichkeit. Rechtsnormen sind rechtsverbindlich. Moralnormen sind nur moralisch, nicht jedoch rechtlich verbindlich. Und schließlich in der Durchsetzung. Rechtsnormen können zwangsweise durchgesetzt, Verstöße bestraft oder als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Verletzung von Moralnormen wird nur moralisch-gesellschaftlich sanktioniert, etwa durch Missbilligung, Verachtung oder Ausgrenzung. Wir fassen zusammen. Recht und Moral sind voneinander getrennte Normsysteme oder Sollensordnungen. Recht meint die Gesamtheit aller ordnungsgemäß erlassenen Rechtsnormen. Moral die Gesamtheit aller Normen der Gerechtigkeit, alle moralischen Normen. Zum Verhältnis von Recht und Moral gibt es verschiedene, teilweise sehr kritische Auffassungen. Schauen wir uns die 3 bedeutendsten modernen Sichtweisen einmal genauer an. Erstens, das Recht verhindert Moral.
Hierbei handelt es sich um ein liberales, kritisches Argument zum Verhältnis von Recht und Moral. Das Recht kommt dieser Auffassung nach zu früh. Man muss durch Rechtsvorgaben und rechtliche Sanktionen nämlich nicht mehr selbst überlegen, ob etwas moralisch richtig ist oder nicht. Noch bevor sich das moralische Urteil über eine Handlung gebildet hat, ist sie schon verboten oder erlaubt worden. Mit zunehmender Verrechtlichung aller gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen tritt das moralische Bewusstsein in den Hintergrund und das Gewissen verkümmert. Zweitens, das Recht ist gesellschaftlich sanktionierte Rache. Hierbei handelt es sich um ein ideologiekritisches Argument zum Verhältnis von Recht und Moral. Recht und Moral stehen laut dieser Auffassung in einem gegenseitigen Spannungsverhältnis. Der Einzelne übergibt sein Recht auf Rache im Gesellschaftsvertrag an den Staat. Dieser hat das Gewaltmonopol und sanktioniert das Nichtbefolgen von Rechtsnormen. Als der Gesellschaftsvertrag geschlossen wurde, waren die Verhältnisse jedoch schon ungerecht. Das Recht schützt, deckt und zementiert damit die ungerechten Eigentums- und Gewaltverhältnisse. Dieser Auffassung nach kommt das Recht also zu spät. Erst nachdem die Verhältnisse ungerecht geworden sind, schreibt das Recht sie fest und verhindert somit ein Aufbegehren gegen die herrschende Ungerechtigkeit. Somit wird das Recht des Stärkeren gestärkt. Beispiele, die diese Auffassung stützen, sind das Zensuswahlrecht im Mittelalter oder die islamische Scharia, die Frauen weniger Rechte zuerkennt als Männern. Drittens, das Recht ist geronnene Moral. Hierbei handelt es sich um eine weniger kritische Sichtweise. Das Recht wird als Folge der Moral gesehen. Es ist Ergebnis des moralischen Diskurses. Alle Rechtsnormen waren dieser Auffassung nach zuvor moralische Normen. Alles Unrecht wurde zuvor als unmoralisch erkannt. Beispiele hierfür sind Gewalt in der Ehe, Homosexualität, Majestätsbeleidigung, Blasphemie, Ehebruch und so weiter. Eine andere moralische Bewertung führte bei diesen Beispielen zu anderen Gesetzen und anderer Rechtsprechung. Wenn neue moralische Probleme entstehen, zum Beispiel durch technischen Fortschritt, bedarf es einer neuen rechtlichen Regelung. Die Rechtsentwicklung ist also immer auch gleichzeitig ein Spiegel der moralischen Entwicklung. In Ländern, in denen archaisches Recht herrscht, zum Beispiel Bestrafung von Ehescheidung, Alkoholgenuss, Staats- und Religionskritik, da ist die Moral nach dieser Auffassung noch nicht aufgeklärt, im Sinne eines modernen Verständnisses von Freiheit und Gleichheit. Man ist sich in der Rechtsphilosophie nicht einig, in welchem Verhältnis Recht und Moral bzw. Recht und Gerechtigkeit zueinander stehen. Aus dieser Frage heraus entwickelten sich sogar mit dem Rechtspositivismus und der Naturrechtslehre zwei rechtsphilosophische Lehren, die sich heftig widersprechen. Um diesen spannenden Konflikt geht es im nächsten Clip dieser Reihe. Mit dem Quizlet Lernset, das Verhältnis von Recht und Moral, kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!